Ach, liebe Freunde, wir wollten euch eigentlich das tollste Video der Lego-Geschichte zeigen, und zwar den erweiterten Güterbahnhof. Leider ist er aber im Moment noch nicht erweitert, da unsere Spanplatten überall ausverkauft sind, die wir brauchen. Jetzt haben wir die schon bestellt und es dauert noch ein bisschen bis zur großen Erweiterung. Aber jetzt widmen wir uns halt zweitklassigem Material. Und zwar haben viele von euch geschrieben, warum wir das Disney Castle nicht herzeigen. Und jetzt ist es soweit, ich habe mich überreden lassen, da wir halt momentan nichts Besseres zu tun haben. Ein kleines Video zu unserem Disney Castle. Ich weiß schon, wer heute nichts Süßes zum Kaffee bekommt. Ach, ja gut. Es ist ein ganz nettes Set, also mir gefällt es eigentlich auch sehr gut, so ehrlich muss man sein. Und wir zeigen euch das Disney Castle nicht in unserem Studio, sondern dort, wo es bei uns steht, so in Natura mehr oder weniger. Ich habe endlich einen Disney-Berg bekommen von Christoph. Endlich! Ich habe so lange gewartet und jetzt ist er da. Das sollte eigentlich noch ein bisschen höher werden, aber das war fast nicht möglich. Ja, weil das so schwer ist. Ich werde die Kamera jetzt mal an Rita weitergeben, dass sie euch... Hast du schon die Vorderseite gezeigt? Nein, habe ich, ja, habe ich schon. Wie schön dieses wunderbare Schloss ist und Minnie und Mickey, übrigens Minnie Maus mit dem Zauberstab, was eigentlich nicht so gedacht ist, aber es ist einer über, wenn man dieses Set kauft, dann hat man zwei. Deswegen. Wir müssen übrigens zuerst noch mal drüber sprechen. Das ist ein Set mit wie vielen Teilen, Rita? Mit sehr, sehr, sehr vielen Man Teilen. sieht, sie hat sich nicht vorbereitet für das Video. Und es kostet auch sehr, sehr, sehr viel. Deswegen hätte ich es auch fast nicht bekommen. Oder ich habe es auch nicht bekommen, bis ich es mir selbst gekauft habe. Denn immer, wenn wir in einem Lego-Shop waren und dieses wunderbare Set gesehen haben, beziehungsweise die Schachtel dazu, hat Christoph gesagt, da warten wir, bis es billiger wird und dann kaufen wir es. Und ich habe mich schon gesehen, ohne dieses Set, mit 90 Jahren hier heroben, ohne dieses Set in meinem Schaukelstuhl, und ich habe lauter Falten, weil ich mich so geärgert habe. Glaubt nicht mal die Hälfte von dem, was sie sagt, Freunde. Ja, es ist so. Es ist ein Set aus dem Jahr 2016 mit, glaube ich, über 3000 Teilen oder so. Also hat auch einen Listenpreis von 350 €, was horrend ist. Und ich als alter Lego-Experte oder auch nicht, habe geglaubt, das Set wird bestimmt irgendwann mal, wenn es dann länger draußen ist, mal irgendwo bei den tollen Premium-Partnern oder so verkauft werden und wird dann um, sagen wir mal 20 oder so Prozent billiger. Das ist aber nicht eingetreten. Jetzt haben wir das Set doch dann, bevor es irgendwann mal vom Markt geht und wir es noch teurer nachkaufen müssen, haben wir es mal bei Disney, oder besser gesagt, Rita hat es sich bei Disney gekauft. Ich habe jetzt dann vor kurzem mal hier einen kleinen Berg dazu gebaut. Der sollte eigentlich noch ein bisschen höher werden, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Der ist immer eingebrochen, da das Schloss ja doch sehr schwer ist. Aber wir zeigen euch jetzt noch mal einen Rundumblick. Und das Schloss ist ja nicht ganz original, nämlich auch den Figuren nach. Nein, ist es nicht. Warum? Weil relativ wenig Figuren eigentlich bei diesem Disney-Schloss dabei sind. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich doch ein paar andere Figuren noch dazu gebe. Ach, Christoph quetscht sich hier zu mir herein, das ist natürlich ideal. Naja, gut. Kurzer Überblick, wer dabei war. Ihr habt das gesehen, Minnie und Mickey Mouse. Dann haben wir hier Tinkerbell, die ich hier mit ihrer Hand angeklipst habe, damit es wenigstens so aussieht, als würde sie fliegen. Dann hatten wir noch dabei die Daisy Duck. Ihr seht sie hier. Und den Donald, der hier ganz innen drinnen steht. Genau. Einmal ein kurzer Überblick zu den ganzen Räumen, die ihr hier findet in diesem wunderschönen Schloss, und auch die Hinweise zu den verschiedenen Filmen. Also, wir starten hier mal links unten, und hier links unten seht ihr schon den Teppich und die Lampe von Aladdin an der Wand hängen. Wie gesagt, die beiden Figuren sind leider nicht dabei. Ihr werdet Jasmine aber dann noch entdecken. Ich verspreche es euch, ich habe sie nämlich schon in dieses wunderbare Schloss hineingestellt.
Genau, dann haben wir hier 2 Ritter vorne stehen. Ich glaube, die sind keine Referenz zu etwas. Falls ich mich irre, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Dann haben wir hier verschiedene Wappen hängen, die angeblich, glaube ich, soweit ich gelesen habe, irgendwie Walls Familie eine Referenz sein sollten. Es sind auf jeden Fall sehr spezielle Wappen. Also solche habe ich noch Ja. nie bei einem Lego-Set gesehen. Genau. Aber wir kommen noch zu etwas, was mir noch besser gefallen hat und ich hoffe euch auch. Ihr seht hier drinnen diese Uhr, diese Stehuhr, mehr recht als schlecht. Leider ist es doch sehr dunkel hier drin, wo Donald davor steht. Und das soll natürlich eine Referenz sein zu Beauty and the Beast. Also Schöne und das Biest, die dann zum Reden anfangen und sonstiges. Der Herr von Unruh muss das sein, wenn ich mich nicht täusche, oder? Der Herr von Unruh. Man könnte es nicht schöner sagen. Was ihr auch noch seht, hier oben ist ein tolles Detail, nämlich einen Leuchter, der von der Decke hängt. Und ihr seht auch Anna natürlich, die ich hier unten positioniert habe und die hier mit ihrer Lampe, dadurch, dass sie so dunkel ist, durch das Schloss wandert. Genau. Mir gefällt auch dieses tolle Mosaik im Erdgeschoss. Film doch das bitte nochmal kurz. Also hier seht ihr das tolle Musik, das übrigens mit diesen Teilen gemacht wurde, unter anderem, die ja mal als diese Schilder verwendet worden sind bei den... Ja, bei den Nexonites zum Beispiel, genau. Da sind die das erste Mal vorgekommen und es gab dann auch ein ähnliches Mosaik bei dem Stadtleben-Set. Also genau. Ganz eine tolle Geschichte. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Dann haben wir hier oben, diesen oberen Teil kann man übrigens abnehmen. Also diesen ganzen Teil, ihr seht es hier, diese Trennung, den kann man abnehmen, was natürlich speziell für den Transport super ist, weil das einfach wirklich sehr viel wiegt, diese Sache, diese wunderbare. Und wenn wir hier hineinschauen, sehen wir Stitch, der hier im Verborgenen steht und sich von Merida, vom Film Merida, so eine Süßigkeit geschnappt hat und die gerade verzehrt. Ihr seht auch den Pfeil und Bogen und wenn wir von der anderen Seite schauen, sehen wir, dass da auch eine Scheibe ist zum Pfeil- und Bogenschießen, genau, eben eine Referenz zu Merida. Dann, ihr glaubt, es ist schon viel gewesen, aber das war es natürlich nicht. Wir hätten noch die Möglichkeit, hier drinnen etwas zu verstecken, was wir nicht gemacht haben, denn dann würde man die schönen Sachen nicht sehen. Hier wären nämlich eigentlich diese Glass Slippers drinnen, also der Glasschuh. Man sieht ihn nicht. Genau. Dieser Glasschuh, ihr kennt es von Cinderella, den sie wahrscheinlich verloren hat oder vielleicht auch den anderen, den sie mit heimgenommen hat, man weiß es nicht. Genau, der ist hier drinnen, wohl verstaut, damit keine Tapser drauf kommen. Und dann kommen wir hier, auch passend zu Cinderella, haben wir hier die Küche und den Kürbis, der übrigens ein böses Gesicht auf der anderen Seite hat. Ich glaube, das war eigentlich nicht so gewollt, denn ich wüsste nicht, wann so ein böser Kürbis jemals vorkommt. Ach, und der war schon original drinnen, den hast nicht du hineingestellt. Ja, der war schon original drin. Sehr seltsam. Ja. Das ist wieder mal ein Fall für Aktenzeichen XY, glaube ich. Ungelöst. Genau. Dann habe ich hier die Minnie Maus von Steamboat Willie hineingegeben, die übrigens ihren Reifen, den sie da dabei hat bei der Minifiguren-Serie, den hat sie hier aufgehängt. Stattdessen hat sie sich den Besen geschnappt, denn bei Cinderella ist alles doch etwas mit Asche bedeckt und staubig vielleicht auch und da muss sie ein bisschen putzen. Dann haben wir die Daisy Duck, die ist im Raum, der auch wieder eine Referenz zu Schöne und das Biest ist. Wir haben hier hinten natürlich die Rose, die immer wieder ein Blatt verliert. Ihr kennt sicher den Film. Und dann haben wir auch noch diesen sprechenden Leuchter hier, der leider hier nicht spricht. Aber man kann sich Lumière, ja, er hat nicht mal ein Gesicht. Nein, leider. Dann haben wir hier oben den Buzz, der eigentlich nicht hier sein sollte.
Aber dadurch, dass ja auch Pixar zu Disney jetzt gehört, passt das, glaube ich, recht gut. Und ihr kennt sicher diesen Film mit Mickey Mouse, glaube ich, war das, wo diese tanzenden Besen. Ob das nicht Fantasia war, aber ich Ja, bin mir ich jetzt nicht glaube. ganz sicher. Und da kommt eben auch der Hut vor und mit diesen ganzen Besen, die tanzen und von selbst aufwischen quasi. Sowas würden wir auch gerne haben Oh übrigens ja, zu Hause. das Ja? wäre super. Das wäre echt nett. Dann haben wir hier das Spinnrad mit, Oh, von Dornröschen. Ja, Ja, genau. wir wissen, was das bedeutet. wo man sich nicht stechen sollte. Genau. Ein Das ist- 100-jähriger Schlaf. Oje. Ja, da bin ich jetzt länger nicht da. Also falls ich nicht mehr da bin, ihr wisst, ich habe den 100-jährigen Schlaf angetreten. Dann hier oben, oh, das süße Schwein von Vajana, das auf dem Bett liegt. Ich denke, dass das von Dornröschen ist. Dadurch, dass sie ja so lange geschlafen hat, braucht sie wohl ein schönes Bettchen auch. Mit schönen Vorhängen hier hinten, echt süß gemacht. Und eben das Schwein im Bett. Manche mögen nicht mal Katzen im Bett und die ein Schwein im Bett. Aber gut. Frag mich nicht. Ich frage dich auch nicht. Dann haben wir hier, wir nennen diesen Alien immer die Kralle. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt einen richtigen Namen hat. Ich glaube nicht. Aber das sind auf jeden Fall diese süßen Aliens, die da, ihr wisst sicher, diese Automaten, wo diese Krallen so quasi da hinuntergreifen und immer die Sachen aufheben. Da sind die drinnen und immer wenn diese Kralle kommt, nachher sagen sie immer die Kralle. Deswegen die Kralle. Genau. Aber nicht, dass ihr denkt, ich bin schon verrückt geworden. Nein, nein. Kommen wir lieber zu was anderem. Rapunzel haben wir hier noch hinten drinnen. Ihr seht eine Haarbürste, dann eine Schere, mit der die Haare abgeschnitten worden sind und hier ein dunkler Haarschopf. Zuerst war meine Frage, wieso dunkler Haarschopf, aber wenn ihr euch diesen neuen Rapunzel-Film anseht, dann wisst ihr, dass ihre Haare, sobald sie abgeschnitten werden, ihre magische Kraft quasi verlieren und sie dann nicht mehr blond ist, sondern dunkelhaariger. Und vielleicht soll das eine Referenz sein. Dann haben wir oben Jasmine von Aladdin, die, ich weiß nicht, warum sie das macht. Es sollte doch jeder wissen, dass man diesen roten Apfel nicht essen soll. Aber gut, sie steht vorm Spiegel und sagt Spieglein, Spieglein an der Wand und isst währenddessen den Apfel. Vielleicht kommt ja jetzt gleich noch Aladdin und nimmt ihr den Apfel weg. Ich bin gespannt. Aber cooler Spiegel auf jeden Genau. Fall. Ist das ein Sticker? Ja, das ist ein Sticker. Es sind übrigens, glaube ich, sehr viele Sticker in diesem Set, Oh oder? ja. Und auch große Sticker. Ja. Was bei einem Speziell- 350-Euro-Set nicht besonders schön ist. Speziell hier unten zum Beispiel, damit das eben so aussieht, wie wenn das eine Mauer wäre. Alles nur aufgeklebt, also gar Genau. keine echten Mauerteile. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Mickey Mouse von Steamboat Willie hier ganz oben. Der hat den Überblick hier oben und segelt mit uns in eine gute Zeit, hoffentlich. Übrigens eine kleine Sache, die ich noch vergessen habe. Hier hinten seht ihr das, hinter dem Rapunzelzeugs. Das sind so Stud-Shooter, die quasi, da kann man solche kleinen Juwele wegschießen. Wie ein Feuerwerk schaut das dann aus. Ja, es sollte wie ein Feuerwerk ausschauen, genau. Ich bin nicht ganz zufrieden damit und ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal in einem Disneyland, Disney World, sonstigen wart, dann wisst ihr, dass das super coole Feuerwerke gibt. Und ich habe geplant, dass ich vielleicht so kleine Feuerwerke aus Lego-Teilen nachbaue und die dann von der Decke hängen lasse. Ja, Das also wäre in ja der- mal cool. in der Theorie eine super Idee, aber ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Wir Egal. werden sehen. Auf jeden Fall kann schon sein, dass das eine coole Sache wird. Mhm. Ja. Also was sagst du, welches ist jetzt dein Lieblingsset, wenn du 9-Volt-Eisenbahnen nicht aufzählen darfst? Also natürlich nach jeder einzelnen 9 Volt Bahn, jeder einzelnen, kommt das Disney Castle. Jetzt zeigen wir euch nochmal kurz die Vorderseite davon. Da war die Kamera zuerst so weit weg. Also es ist schon wirklich ein tolles Set. Viele haben geschrieben, ja, man bekommt für 350 Euro nur eine Fassade. Man muss sich also 2 kaufen, um ein komplettes Disney-Schloss zu bekommen. Aber es ist schon echt schön geworden. Also wirklich ein tolles Set.
riesengroß, auch sehr hoch. Es ist, Ja. wenn man die Windräder unseres Westers Windpark nicht mitzählt, ist es das höchste Gebäude unserer Stadt. Also das hier ist die höchste Erhöhung in unserer Stadt. Und ja, also was soll man sagen, es ist schon ein wirklicher Hingucker. Man kommt hier herein und sucht ja gleich mal irgendwie so Angelpunkte, wie man ja die Stadt so unterteilen kann. Und beim Vergnügungspark sind mehrere höhere Gebäude dabei. Ihr seht hier drüben auch die Achterbahn oder das Riesenrad oder die Apokalypse-Stadt. Aber ja, das Disney Castle ist schon wirklich ein schönes Set. Also Das da ist kann mit- ich gar nicht anders argumentieren. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, meine Lieben, ihr braucht es. Es ist auch zu überlegen, denn das Set ist, wie ich schon gesagt habe, seit 2016 auf dem Eben. Markt. Also wir haben schon geglaubt, dass es vielleicht sogar ein bisschen früher ja, ausverkauft sein wird, aber irgendwie gibt es da immer noch viele davon. Wir fragen uns ja auch, wie viele Lego davon eigentlich verkauft. Es ist ja auch so, dass dieser Disney-Zug, dieser tolle hier, dass der ja auch nicht gerade günstig ist. Ja, aber es ist ein wunderbarer Aber Zug. ja, als wahre Disney-Fans, ich habe da irgendwie nicht viel Mitspracherecht gehabt und Rita hat da sofort zugeschlagen. Richtig. Das war auf jeden Fall ein kleiner Blick in Ja. unsere Disney-Ecke. Wir werden da jetzt diesen Vorplatz, ich habe gerade erst gestern diese Erhöhung gemacht, diesen Vorplatz werden wir natürlich auch noch schön gestalten. Hier Ja, mit das ist ganz gutem klar. Abgang und mit Brunnen und dann kommen hier Leute natürlich, die Und im fotografieren. Vergnügungspark alles fotografieren wollen und mehr noch Charaktergeschichten. Also das kommt noch, aber jetzt wollten wir euch nochmal zuerst das Disney Castle zeigen, wie es bei uns momentan drin steht, also in Originalform und mit ein paar extra Figuren, damit Genau. sich Rita hier ein bisschen mehr repräsentiert fühlt. Ja, alle 90er Pimp My Castle. Ihr sagt es, ja, ganz genau. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Eigentlich glaube ich nichts mehr. Beim nächsten Video kommen hoffentlich wieder Eisenbahnen vor. Also Ja, natürlich. ich werde mein Bestes tun, um für euch ein neues Eisenbahnvideo herauszuschlagen. Und ja, bis dahin, wir werden jetzt vielleicht noch den Vorplatz des Disney-Schlosses irgendwie ein bisschen Oh, ja. verschönern. Mhm. Und wir filmen bestimmt wieder etwas, wenn der dann fertig ist. Oder auch Ja, wenn es ganz sonst was sicher. Neues gibt. Natürlich, was denn Ganz sonst? klar. Das seid ihr bei uns auf jeden Fall richtig. In dem Sinne, baut was Schönes. Vielleicht so ein Disney Castle. Baut ein Disney Castle, ganz genau, das ist mal eine Ansage. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. So machen wir das, oder Freunde? Bis bald Ja. und tschüssi. Tschüss.